Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Heute mal was ganz anderes. Ihr seht mich jetzt nämlich. Und das haben sich nämlich viele gewünscht. Beziehungsweise jemand und sein Kommentar wurde ein bisschen geliked. Deswegen diesmal diese Kameraposition. Ich hoffe, das ist auch mal ein bisschen anderes Element. Und vor allem, dass wir dann die Bilder einfach einfügen, wenn irgendwas ist. Heute reden wir über den Transfer, beziehungsweise einen möglichen Transfer von einem Spieler aus Polen. Seine Mannschaft ist abgestiegen. Mateusz Zugurski, ich hoffe richtig ausgesprochen an dieser Stelle. Er wird mit den FCM in Verbindung gebracht, laut polnischen Medien. Kann unter anderem Rechtsverteidiger, rechtes Mittelfeld, links außen spielen. Und bringt ein interessantes Element mit ins Spiel. Nämlich hat er gute Crosses, also Crossbälle, sollte jedem was sagen im Endeffekt. Auch das ein wichtiges Element für unser Spiel. Ja, muss man schauen, wie er dann auch ruhig reinkommt. Zuletzt gab es ja viele Cars-Gerüchte, dass vielleicht Cars gehen wird in Richtung Gladbach. Auch das ist noch nicht over. Müssen wir schauen, was dann in den Verhandlungen passiert und dann vor allem schauen, was jetzt passiert, weil wir müssen unbedingt noch tätig werden auf dem Markt, das ist ganz klar. Ich glaube, darüber braucht man sich nicht unterhalten. Loric ist aktuell verletzt und auch Heber fällt wahrscheinlich länger aus. Das heißt, ein Rudi wird auch sehr wahrscheinlich in die Startelf rücken oder ein Tobi Müller. Das muss man schauen. Und dann, vor allem wenn wir auf ihn dann gucken, dann, das machen wir nämlich jetzt auf das Transfermarktprofil, was für ein Spielertyp er ist. So, und hier sind wir direkt auf dem Transfermarktprofil von Mateusz Zugurski. Ja, er ist 23 Jahre alt, also wieder ein etwas jüngerer Spieler. War auch mal ein großes Talent tatsächlich. Sieht man auch hier am Marktwert. Ist bei Lechia Gdanska durchgestartet, war auf einmal 2,5 Millionen wert. Dann mit seinem Wechsel zu Glasgow hat er sich verpokert. Dann ist er in Lech Posen gelandet. Auch das ein Top-Verein in Polen. Und dann ist er bei Śląsk Wrocław, glaube ich, gelandet. Ich hoffe, richtig ausgesprochen wieder. Und hat dann so ein bisschen den Downfall seiner Karriere gehabt. Und ist aktuell so in dem Punkt, wo er am schlechtesten ist, hat noch ein Jahr Vertrag, wäre damit also relativ günstig, denkt man. Die Mannschaft ist aus der ersten polnischen abgestiegen und hat jetzt auch klar gesagt, dass sie definitiv nicht viele Spieler mehr abgeben, höchstens noch einen. Denn hier sieht man auch am Kader, hier wurde ordentlich ausgedünnt. Und es ist entweder Piotr Samek-Talar, der abgegeben wird, oder Mateusz Zugurski. Einer von den beiden Spielern wird nur noch abgegeben. Das heißt, man muss blechen, man muss ordentlich Geld abgeben und es wird definitiv über Marktwert, denke ich mal, gehen. Und dann persönlich bin ich der Meinung, dass man vielleicht hier nicht zuschlagen sollte. Und das finde ich persönlich Quatsch. Für mich auch zu riskant tatsächlich. Loric hat man relativ günstig schießen können. Auch wenn man sich die Statistiken anguckt, natürlich sind die in Ordnung. 7 Scorer auf seiner Außenbahn, hat auch manchmal Mittelstürmer gespielt. 10-mal rechter Verteidiger, 6-mal rechts außen, 6-mal links außen, also ist eher über außen gekommen, aber 4-mal auch als Mittelstürmer gestartet, hat dann nicht getroffen. Warum man einen links außen eigentlich als Mittelstürmer setzt, ist auch eine gute Frage. Vielleicht hatte man da Sturmprobleme. Dementsprechend war er am erfolgreichsten eigentlich als rechter Verteidiger, kann man sagen. Was Spieler angeht, kann man hier aber auch beide rechts außen und links außen nennen, wo er dann circa jedes dritte Spiel einen Scorer macht, jedes zweite Spiel einen Scorer macht. Ja, es ist ein solider Verteidiger, definitiv, das muss man sagen. Könnte auch ähnlich wie Loric im Endeffekt werden. Aber persönlich bin ich nicht der größte Fan von ihm. Ich habe da, wie gesagt, Aaron Opoku sehr auf dem Zettel gehabt, habe mir ihn auch sehr beim FCM gewünscht. Auch er mit einer ordentlichen Statistik eigentlich, hat halt nur 11 Spiele gemacht, aber dafür die 6 Scorer halt in der zweiten Bundesliga, kennt sich zudem sehr gut in der zweiten Liga aus. Ja, es ist ein bisschen schmerzhaft, muss ich sagen. Und wenn wir jetzt vielleicht ihn holen, dann könnte es ordentlich ins Geld gehen. Zudem hat man nicht dieses Geld unbedingt vorhanden. Auch das ist ein klarer Punkt in der FCM-Planung. Da würde ich lieber das Geld sinnvoll investieren für Spieler, die defensiv spielen. Und da brauchen wir immer noch einen Flügelspieler. Das ist einer, aber meiner Meinung nach nicht der Qualität entsprechend wie ein lieber Mbochu. Wirst du auch nur schwierig bekommen. Er könnte es natürlich theoretisch schaffen, wenn er auf seinen Allzeit hochkommt und auch wieder seine Leistung wie damals bringt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist bekanntlichermaßen etwas geringer und auch schwierig für ihn noch zu erreichen. Hat nicht ohne Grund
bei 3 Stationen davor nichts gerissen, beziehungsweise wenig gerissen im Vergleich zu davor. Das muss man sich wirklich sehr gut überlegen, ob man dann diesen Spieler holt oder nicht. Oder vielleicht auch bei anderen Spielern einfach eingreift. Wenn wir halt auf den Kader gucken, sieht man halt ganz klare Tendenzen bei uns, wo man sich noch verbessern muss. Schauen wir nämlich jetzt auf unseren Kader, den wir hier sehen, sehen wir auch ganz klar, dass wir gut gestaffelt sind in der Torwartposition. Auch Innenverteidigung finde ich ausreichend. Die Außenverteidiger reichen definitiv auch allemal. Da hat man genug Variabilität. Dann kommen wir defensives Mittelfeld. Da wünsche ich mir eigentlich noch einen zusätzlichen defensiven Mittelfeldspieler. Zentrales Mittelfeld muss man gucken, wenn man noch was abgibt, kann man definitiv nochmal zuschlagen. Ich würde Conor nämlich abgeben. Theoretisch kann man noch Darius verleihen, aber ich glaube, der wird wichtig für die Regionalligamannschaft oder auch vielleicht Erstligamannschaft. Erstmannschaft, nicht Erstligamannschaft. Ja, ZOM sind wir gut gestaffelt. Auch hier würde ich Robert Leipertz noch abgeben. Dann die Außen brauchst du noch 2, 3 Spieler definitiv. Und dann, ja, Mittelstürmer bist du auch gut gestaffelt bis hierhin. Musst du schauen, was passiert. Ja, Martin Kars-Gerüchte. Da gibt es sonst nichts wirklich aktuell, was wahrheitsgemäß irgendwie nah dran kommt. Wie gesagt, Zubowski für mich ein Spieler, der definitiv nicht unbedingt die Qualitäten mitbringt nach aktuellem Stand, könnte aber unter anderem noch interessanter werden, wenn er denn seine Leistung dann bringen sollte, wenn er zum FCM kommt. Auch das ist aktuell so der einzige Spieler, der richtig gescoutet wird scheinbar. Auch das sagen die Medien aus Polen. Und dann, wer weiß, vielleicht schlägt er ein wie ein Livan Bocu. Auch das wissen wir nicht. Auch Livan Bocu war ein Spieler, den man nicht unbedingt jetzt dafür eingeschätzt hat, dass er dann komplett die ganze Liga rasiert, was er definitiv gemacht hat. Bei manchen Spielern weiß es einfach nicht, dann bekommen die einfach eher hoch und spielen eine unglaubliche Saison. Deswegen ist das immer so, du kannst immer nur einschätzen, wie es ist. Viele Statistiken weisen auch darauf hin, aber im Endeffekt überzeugen die Spieler dann selber. Auch das werden wir vielleicht sehen bei Nick Meyer. Ich weiß es nicht, vielleicht spielt er eine überraschende Rolle im Kader. War aber auch beim Hansa Rostock-Testspiel dabei, war er sehr giftig. Ja, ich bin nicht wirklich überzeugt von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ein gescheitertes Talent, aber damit hatten wir auch bis jetzt gute Erfahrungen. Eure Meinung sehe ich gerne in den Kommentaren. Lasst gerne ein Like und ein Abo, da würde mich sehr freuen. Und ja, schreibt gerne auch in die Kommentare, wie ihr das findet, wenn wir das jetzt so machen über Facecam. Das hat sich wie gesagt jemand gewünscht. Oder vielleicht altmodisch bleiben und das so wie vorher auch machen. Genau. Damit ciao Leute und bis zum nächsten Mal.